Ja, hallo. Wir sind wieder in der Uhlandstraße im Brandhaus, im Dachgeschoss, wo wir unsere Büros einrichten wollen. Waren wir lange auf der Suche nach dem richtigen Fußbodenaufbau, lange gesucht und fündig geworden. Ich sage besten Dank für die Möglichkeit, heute unser Fußbodenheizungssystem in der Uhlandstraße hier in Markstein einzubauen. Dann erkläre ich jetzt mal hier die Bestandteile der Fußbodenheizung von Simplitherm. Die Grundlage sind gefräste Gipsfaserplatten mit einem universellen Fräslayout, was sehr praktisch ist, damit ich keine Heizkreisplanung benötige. Ich kann die Rohre frei legen mit einer Kreislänge von 80 Metern bzw. 8 Quadratmetern. Die Platten werden nach dem Verlegen mit dem Aluverbundrohr bestückt in verschiedenen Kreismöglichkeiten, Bifida oder Meander, und anschließend mit unserer faserverstärkten Nivelliermasse vergossen. Und zum Schluss haben wir eine saubere Oberfläche, die komplett mineralisch durchgängig ist und somit genügend Masse für den Fußboden liefert. Der Boden ist soweit vorbereitet, der Untergrund ist vorbereitet und der nächste Schritt ist jetzt erstmal den Randdämmstreifen an den raumäußeren Wänden zu verlegen. Ja, so alle 30 cm ungefähr, einfach nur zum Fixieren mit Tackernadel. Und hier im Eck schön eindrücken, dass hier wenig Spannung ist. Und auf beiden Seiten schön im Eck und die Folie gleich rausziehen. Also wir haben hier eine normale Baufolie verlegt, klassische Baufolie mit 0,2 μ Stärke, wie man es eben ganz normal im Baumarkt auch bekommt. Und wichtig ist jetzt hier, dass vom Randdämmstreifen der Folienstreifen auf die Folie gelegt wird und danach mit dem Klebeband fixiert. Und somit entsteht hier ein dichter Abschluss zum Boden. Darauf zu achten ist, dass hier keine Hohlkehle entsteht, so wie hier, das sollte man vermeiden, sondern es soll schön im Eck liegen. Gut, wir waren fleißig, Folie ist verlegt, eine klassische Baufolie mit Randdämmstreifen umlaufend. Der Trick hier dabei ist eigentlich nur, dass man die Folie unterhalb des Randdämmstreifens legt und dann sauber verklebt. Und ich denke, das war jetzt Super simpel. zu machen. Weiter geht's, Folie ist verlegt, Platten sind wie durch Zauberhand ins Dachgeschoss gewandert. Ja. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Genau. Jetzt werden wir einmal ausmessen. Gucken, wie rum die Verlegerichtung am geschicktesten ist. Genau. Müssen wir auf was achten? Kreuzfuge oder was ist möglich? Eigentlich nicht. Also erstmal haben wir ein Plattenmaß von Meter auf 60 cm. Und die Verlegung machen wir so, dass es am besten passt. Also wir sind nicht gebunden an eine Kreuzfuge. Wir können wild verlegen. Wichtig ist immer nur, dass wir die Spur von den Rohren eben wieder treffen. 420, 421. Geteilt durch 0,6 und 7 Platten. Wenn ihr Trockenestrich legt und eine Fußbodenheizung plant, schaut unbedingt bei Ralio Flux rein. Deren PERT-Heizrohr ist preislich top. 600 Meter für nur 275 €. Komplett made in Germany. Und auf ralio.de findet ihr noch mehr Systeme plus einen praktischen Heizkörper-Konfigurator. Kurz gesagt, reinschauen lohnt sich. Ja, versuchen wir es mit der ersten Platte. 10 Kilo wiegt eine Platte und ein bisschen darauf achten, dass man sie wirklich an den Nupsis hier hochzieht. Mir ist nämlich tatsächlich eine kaputt gegangen auf dem Weg hoch. Aber ansonsten, Franz, schaust du an, aber ich glaube, Genau, schön ins Eck. Dass die das, fällt genau dahin, wo sie hin will. genau, keine Spannung auf dem Randdämmstreifen, das ist wichtig. Dann schaust du mal noch mal kurz an, nicht dass... Genau, sowas ist auch wichtig, dass drunter, wenn was rausbröselt, dass das wegkommt. Und jetzt werden die Platten einfach nur stumpf aneinander gelegt.
gerade weiter. Kann man vielleicht ein bisschen einen Abstand nur lassen vom Randdämmstreifen, falls der Raum nicht hundertprozentig im Winkel ist, kann man noch ein bisschen mit den Platten spielen. Können wir machen. Aber du zweifelst doch nicht an meinem rechten Winkel hier. Altbau. Hier passt nichts. Kleines Bruchstück. Genau. Aber auch das Puzzle funktioniert. Einmal puzzeln bitte. Gut, die ersten Platten haben wir schon verlegt. Ja. Gegen spielend, oder? Kein Problem? Absolut gar kein Problem gewesen. Genau. So, und was wir jetzt machen ist, damit wir jetzt schon die Flucht haben von den Rohren, wenden wir einen Trick an, und zwar schneiden wir uns nur aus Reststücken vom Rohr so kleine Stücke, ca. 20 cm ab. Und klemmen die jetzt schon mal in die Platte ein, damit wir danach sicherstellen, damit wir die Flucht gewährleisten von den Platten und mit den Rohren. Dann tun wir es dann auch leichter, falls die verrutschen, halten die einfach die Position. Der Vorteil von den Platten ist jetzt, dass die schon mal satt liegen und nicht aufschwimmen. Und sie müssen nicht verklebt werden. Es gibt diverse Kunststoffsysteme, die mit doppelseitigem Klebeband verklebt werden müssen. Ja. Das haben wir hier schon mal nicht. Also die 10 Kilo liegen schon mal satt. Hier, das ist echt ein Ansetzen. Leichter als Lego. So, die ersten Platten sind verlegt. Jetzt haben wir hier das Thema, dass wir eigentlich einen längeren Abstand haben, wie die Platten breit sind. Das können wir jetzt auch so lösen, indem wir die Platten einfach hier der Längs nach legen und dann den Rest mit Stücken auffüllen. Und wir sehen jetzt hier einmal die Quer- und die Längsplatte, und der Übergang von den Rohren ist immer gewährleistet. Also wir brauchen jetzt hier einen Streifen mit 15 cm, ist jetzt genau hier die Mitte, und wir legen das jetzt einfach hier auf die Wasserwaage drauf und brechen dann einmal ab. Und somit müssten wir eigentlich nichts sägen, sondern legen die jetzt da sauber rein. Das ist gut. Ja. Knappe 10 Minuten später, die erste Hälfte an Platten aufgebraucht. Richtig. Jetzt haben wir den Raum bis auf die Verschnittecken soweit fertig. Hier kriegen wir die nächsten Platten hoch. Das heißt, wir packen uns jetzt die anderen Platten hoch, fangen von hinten der Seite an. Weil hier in der Mitte haben wir eh die Kabelkanäle, die so einen Hauch noch hochstehen. Da gehen wir ja nachher mit dem Plattenbiss dran und Genau, ziehen dann die Heizung exakt drüber. Also die kleinen Rohrstücke helfen natürlich ungemein bei der ersten Ausrichtung. Aber ich würde mal behaupten, Wenn wir sauber wenn man den Raum kennengelernt hat und es halbwegs vom Winkel her passt, kriegt man es auch so ganz gut ausgerichtet. Es geht ja letztendlich nur darum, dass wir nachher bei der Heizungsverlegung keine Probleme kriegen. Genau, damit das Oder? Rohr eben keine Knickstellen bekommt, Ja. und dass man eben da keine Scherkräfte hat am Rohr. Also als Hilfsmittel wunderbar, aber wenn man der Profi dabei hat, Geht's auch ohne. geht's auch ohne. Schauen wir mal. Den Bereich lassen wir als Einstieg hier oben separat. Fußbodenheizung kommt keine rein. Genau, Von das ist daher- nur zum Bodenausgleich. Haben wir den Bereich hier schön ausgelegt. Und hier vorne in dem Bereich wird nachher die Tür sein. Und Heizung haben wir dahinter. Also ist das hier einfach perfekt ausgelegt und wird nachher komplett eingegossen. Komplett ausgießen, Rohre laufen hier vorbei. Ja. Ist eben, Boden eben niveaugleich. Passt. Ja, hier in dem Bereich haben wir jetzt ein bisschen gepuzzelt und die Reste aufgebraucht. Erstens ist ein Bereich, wo nachher unser Server stehen wird, sprich abgetrennt ist und keine Fußbodenheizung reinkommt. Und jetzt verschrauben wir die kleinen Reste noch mit der Dämmung unten drunter, um dass sie einfach gehalten werden und dann während des Vergießens nicht aufschwimmen.
Genau, man könnte das Ganze jetzt auch flächig ausgießen, aber da sind 2 Säcke weg und so haben die Reste noch eine gute Verwendung. Ja. Und ist gut. Standard-Drehgipsschrauben. Tief genug, dass ich ihn. Setzverhalten hat man schön gesehen. Wir haben auch hier in dem Bereich ein paar Folienreste verarbeitet und die Folie ist ein bisschen stärker noch als die graue Standardfolie. Von daher tut es der auch ganz gut, wenn die noch mal ein bisschen runtergezogen wird. So ist der Plan. Also wir werden hier auf die ganze Fläche 4 Heizkreise legen. Das heißt, wir trennen das Ganze links und rechts ab, eben aufgrund des Kabelstrangs auch. Pro Heizkreis verwenden wir gehen wir auf ca. 8 Quadratmeter Belegung und pro Quadratmeter ungefähr 10 Meter Rohr, sprich 80 Meter Rohr. Das ist wichtig. Zum Lesen am Rohr selber ist auch immer eine Meterangabe, damit man sieht, wie viel man abrollt. Also hier sind wir jetzt bei 141 Meter, was da noch übrig ist. Und das ziehen wir uns so weit runter, verlegen unseren Meanderkreis und bereiten das so weit vor, dass wir die Rohrenden beim Heizkreisverteiler, der dann hier kommt, einfach rausstehen lassen. Wichtig war noch, wir haben die ganze Fläche abgesaugt, damit keine Krümel irgendwo liegen, damit auch sichergestellt ist, dass das Rohr immer schön in die Platte einklickt, einschnappt, so dass wir keine Rohrüberstände haben, die uns beim anschließenden Vergießen eventuell hinderlich sind. Das ist ein bisschen eine Besonderheit hier jetzt mit der Dachschräge, aber das ist auch kein Thema. Jetzt lassen wir das Rohr erstmal hier reinstehen. Das ist unser Vorlauf, mit dem beginnen wir. Also jetzt ist halt wichtig beim Umlenken, dass man quasi die Rundung von den Noppen schon als Biegehilfe nutzt. Ja, das Rohr lässt sich einfach leichter führen, wenn man es von oben so wie jetzt einführt, als wenn das jetzt flach auf der Platte liegt. Jetzt machen wir hier den zweiten. Also wenn ich das so im Bogen da runterführe, dann kann ich einmal schon die Richtung sauber vorgeben und ich kann es einfach schön eindrücken. Und man merkt auch, dass es einschnackelt. Also hier zur Raummitte, in dem Fall ist es so, dass einfach der Arbeitsplatz hier an der Wand Außenseite ist, wo möglicherweise mehr Kälte entsteht. Warme Füße. Und es ist einfach angenehmer, wenn der Sitzplatz hier enger ausgelegt ist und besser temperiert ist. In der Mitte ist eher Laufbereich, da muss jetzt gar nicht die volle Leistung anlegen. Und dann kann man hier ein bisschen variieren mit dem Rohrabstand. Jetzt haben wir noch geschaut, bei 65 Meter abgeschnitten, das heißt, wir haben hier rund 75 Meter jetzt Heizrohre verlegt, was ideal ist. Also jetzt einfach nur einmal stichprobenhaltig kontrollieren, ob das Rohr auch sauber eingerastet ist in den Platten. Da kann man jetzt eine Wasserwaage nehmen oder irgendwas Gerades und einfach schauen, ob das noch irgendwo übersteht und eventuell nachdrücken. Und dann ist gut. Also hier ist jetzt die Besonderheit, wir haben hier ein bisschen schlampig gearbeitet. Man sieht hier die Spannung vom Rand im Streifen, im Eck. Dem Ganzen kann ich jetzt entgegenwirken. Entweder, wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich hier im Eck einfach noch eine Schraube setzen zum Runterziehen. Oder ich löse den Rand im Streifen und drücke es insgesamt runter. In dem Fall hier Mit einer Schraube. machen wir eine Schraube. Genau.
Wir haben hier die Kabelkanäle. Wir haben es gerade mal ausprobiert mit so einem Dummy. Wenn wir da die Heizung drüber legen, haben wir so eine ganz leichte Wölbung. Hier hinten in dem Bereich interessiert es mich nicht so arg. Aber ursprünglicher Gedanke war, die wirklich zum Stabilisieren auch hier über den gesamten Bereich zu nehmen. Jetzt nehmen wir ein bisschen Gewebe, Putzgewebe, was wir unten drunter tun, um einfach der Ausgleichsmasse mehr Stabilität gerade im Laufbereich zu geben. Christoph, wir waren fleißig. Ja. Es ist jetzt 16 Uhr. Wir haben um 9 begonnen und haben das durchgezogen. Platten sind verlegt, Kreise sind verlegt, Genau. so wie geplant. Und jetzt geht es ans Anmischen der Nivelliermasse. Also wir haben hier 2 Mischeimer mit jeweils 30 Liter. Die faserverstärkte Nivelliermasse steht parat. Wir haben einen kleinen Eimer mit Wasser. 8,5 Liter Wasser werden auf den Sack gerührt. Mit der Besonderheit, wir verwenden hier diesen doppelflügeligen Mischer. Der hat den Vorteil, dass er keine Luft einzieht und die Masse sehr homogen mischt. Also das Ausgießen erfolgt jetzt, nachdem das Rohr verlegt ist eben. Die Überdeckung vom Rohr ist so ungefähr 1 mm. Ja. Und je nachdem wie jetzt der Raum im Gefälle hängt oder fällt, ist halt in dem einen oder anderen Eck vielleicht sogar 2-3 mm Überdeckung. Ja. Aber prinzipiell ziehst du nachher hier drauf auf 0 ab. Genau, es wird auf den Noppen auf 0 scharf abgezogen Ja. mit der Rakel, so dass man wirklich auf 18 mm kommt. Darum ist es wichtig, dass man nochmal kontrolliert, dass das Rohr wirklich eingeklipst ist. So, wir beginnen mit der Vorbereitung Nivelliermasse. Die Eimer sind so vorbereitet mit 8,5 Liter Wasser und die kippen wir als erstes in unseren Mischeimer. Und erst danach kommt die Masse rein. Gut. Ich schmeiß mal gleich runter. Und los geht's. So, wichtig ist nach dem ersten Rühren die Masse kurz setzen lassen, damit die Luftblasen aufsteigen, und dann rühren wir nochmal die zweite Runde an und dann kippen wir es aus. Das war der Eimer von der ersten Mischung, der ist ein bisschen gesetzt, den können wir nochmal aufrühren, währenddessen haben wir schon den zweiten vorbereitet. Und jetzt rühren wir den noch einmal durch. Wichtig ist einfach zum Schauen, dass keine Klumpen sich bilden und dass die Masse homogen verrührt worden ist. Gut, und somit geht es los und wir kippen eimerweise. Wir fangen in dem Eck an und kippen die Eimer rein und ziehen die dann mit der Rakel aus. Man sieht, das läuft sauber auseinander. Selbst nivellierend. So, jetzt nehmen wir einfach die Rakel und ziehen die Masse auf den Noppen ab. Gut, erste Lage ist vergossen auf beiden Seiten. Man sieht, wir haben einmal dünn ausgegossen und mit der Rakel scharf stehend
auf den Noppen abgezogen. Somit gewährleisten wir, dass wir eben von der Höhe her bei den 18 mm ungefähr bleiben. Und die Masse zieht jetzt schon an, sieht man, die wird schon weiß überall und trocknet langsam ab. Und wenn es jetzt flächig heller wird, dann gehen wir mit der zweiten Lage nochmal drüber. Hast du ein Licht irgendwo? Weil ich langsam sehe keinen Unterschied mehr. Ja, kann ich dir direkt hochgeben. Christoph, Dankeschön. wir haben es geschafft, 6:30. Ja, Das zweite T-Shirt durchgeschwitzt. das erste noch gut dreckig. Ja, genau. Boden ist verlegt, alles gespachtelt, sogar das zweite Mal ausgespachtelt. Ja. Jetzt lassen wir es trocknen und morgen kann man das Ergebnis filmen. Es ist alles schön eben geworden, denke ich. Oder? Wir haben gut gerührt, die Masse ist sauber verlaufen, alle Rohre sind verdeckt. Hat wunderbar funktioniert. Also 2 Leute, ein Arbeitstag und 50 Quadratmeter Simplitherm Fußbodenheizung ja, erfolgreich verlegt. das hat richtig, richtig gut funktioniert. Also Bitte herzlichen so. Dank nochmal. Tschüss. Simply. Einfach simpel.